Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag doch Charterbar. Heute sprechen wir über die 4 häufigsten Schäden, die während einer Yachtcharter passieren und was man vielleicht dagegen tun kann, dass diese erst gar nicht aufkommen. Solltest du das erste Mal hier bei uns auf dem Kanal gelandet sein und das Thema Yachtcharter und mehr Urlaub auf dem Wasser genauso sehr lieben wie wir, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, den Kanal hier zu abonnieren und vergiss auch nicht, die Glocke zu betätigen, damit du informiert wirst, wenn es ein neues Video von uns online gibt. Wir bereisen auch teilweise die verschiedenen Destinationen, besuchen unsere Vercharterer, schauen uns die Schiffe an und geben dir in unseren Videos auch einen Einblick über dieses Revier, damit du weißt, was dich dann vor Ort erwartet. Außerdem gibt es das ein oder andere Video, wo wir verschiedene Yachten vorstellen und dir mal einen Einblick in die verschiedenen Typen gewähren. Und manchmal haben wir dann auch den ein oder anderen Spezialisten mit an Bord, mit dem wir dann ein Interview führen, der dir dann eben auch Spezialwissen vermitteln kann. Ja, aber das heutige Thema sind die Schäden an einer Yacht während einer Charter. Vorweg, auch ich habe schon das eine oder andere verursacht und das ist wirklich auch ganz normal. Es ist immer so, dass wenn wir mal einen Kunden am Telefon haben, der irgendwo vor Ort ist und einen kleinen Schaden hat, der dann uns ganz aufgelöst anruft und sagt, um Gottes Willen, ist mir das erste Mal passiert, wie verhalte ich mich? Zum einen ganz gut, auch uns zu informieren. Wichtiger ist es natürlich in erster Linie mal den Vercharterer vor Ort, die Basis zu informieren. Aber wir als Agentur sind selbstverständlich auch hier dann für den Kunden da und helfen ihm, wenn es darum geht, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, auf was muss ich achten, was muss ich tun. Wichtig ist aber einfach mal zu wissen, dass das ganz normal ist. Solche Dinge passieren und das ist auch, ja, ist einfach an der Tagesordnung, leider Gottes, zum Teil für die Vercharterer. Die 4 häufigsten Schäden habe ich mal rausgekramt und wir möchten auch mal ein bisschen darüber sprechen, was man denn tun kann, um diese zu verhindern. Kommen wir mal zu Platz 4. Also Platz 4, würde ich jetzt mal sagen, ist so der normale Jailcoat-Schaden. Sprich, eine kleine Delle, ein Kratzer am Rumpf des Schiffes. Wie kommt der zustande? Meistens, wenn man am letzten Tag, leider Gottes ist echt dann irgendwie der letzte Tag, zurück in den Hafen fährt und man kriegt vom Vercharterer eine kleine Lücke zugewiesen, wo man dann rückwärts fahrend reinfahren soll. Für die meisten Skipper einfach der Tag, der Moment, wo dann die meisten Schweißtropfen auf der Stirn dann rauskommen. Das liegt dann eben nicht an der Hitze, sondern einfach an der Aufregung, weil dieses Rein- und Rausfahren in den Hafen ja doch eher selten vorkommt und vor allem dann, ja, ich sage jetzt mal so, seinen Höhepunkt erreicht, wenn man am letzten Tag dann in den Hafen muss. Es gibt so ein paar Dinge, die man hier wirklich beachten kann, die einem helfen können, dass das nicht passiert, also dass ein Schaden am Boot nicht auftritt, weil man irgendwie den Nachbarn andotzt. Zum einen, wir haben mal ein ganz interessantes Video gemacht über die Thematik Hafenmanöver vorbereiten. Das verlinke ich euch hier jetzt mal. Also wer sich das mal anschaut, der wird auf jeden Fall hier noch einiges an Wissen dazu gewinnen, wie man so etwas auch mal vorbereiten sollte. Denn machen wir uns mal nichts vor, selbst wenn wir 1-2 Mal im Jahr zum Segeln gehen, diese Situation rein- und rausparken in einen engen Hafen, womöglich dann bei Seitenwind, die ist einfach, die wird zu selten geübt. Natürlich kann man hier ein Skipper-Training machen. Wir haben ja einen Partner hier, die Into the Blue Sailing, wo man auch praktische Erfahrungen sammeln kann, gerade was solche Manöver betrifft. Aber auf jeden Fall sollte man 1-2 Dinge beachten, während man zurück in den Hafen fährt. Zum einen habe ich persönlich immer eine Person, die mit einem mobilen Fender unterwegs ist. Ein Fender, der nicht an der Reling fixiert ist, sondern den jemand in der Hand hat. Und diese Person, die ist, wenn ich in den Hafen reinfahre, immer an Deck und schaut, wo könnte es eng und brenzlig werden. Und die geht dann genau dorthin, um dann den Fender zwischen rein zu halten. Bitte nicht hier irgendwie mit Händen und Füßen und mit Beinen versuchen, das andere Schiff wegzuhalten. Da sind schon die schlimmsten Unfälle passiert. Also hier definitiv ein guter Tipp, jemanden mit einem Fender auszustatten. Das Zweite, woran man wirklich auch viel zu selten denkt, ist, dass man natürlich auch einfach mal zum Funk greifen kann und die Marina um Hilfe bitten kann beim Einparken. Wenn es starken Seitenwind gibt, dann spricht da überhaupt nichts dagegen, sich da irgendwie helfen zu lassen. Und die Marinas sind ja ausgestattet mit Schlauchbooten und die kommen dann und können einem helfen. Gerade wenn man beispielsweise kein Bugstrahlruder an seinem Boot hat und man hat Seitenwind, dann ist es schon mal toll, wenn von vorne ein kleines Schlauchboot den Bug in die richtige Richtung drückt und man dadurch dann einfach die Möglichkeit hat, viel sauberer in die Lücke zu kommen. Also hier auf jeden Fall mal dran denken.
dass man sich gerne natürlich auch helfen lassen kann. Punkt 3 ist die Grundberührung. Grundberührung kann ein kleiner Schaden sein, kann im dümmsten Fall aber auch dann wirklich zu einem größeren Schaden führen. Und Grundberührung ist einfach schon mal dann gegeben, wenn ich mit dem Kiel einfach den Grund berühre. Oder noch schlechter mit dem Ruderblatt, denn das geht schneller kaputt, als wenn es jetzt mal der schwere Kiel da unten ist. Auf was man hier achten sollte ist, wenn ich merke, dass ich eine Grundberührung hatte und es rumst mal so richtig, dann auf jeden Fall mal einen runterschicken zum Kiel und sich den Schaden anschauen. Und ich meine hier nicht nur den Schaden an der Kielbombe unten, denn der ist selten groß, dass er wirklich etwas ausmachen würde. Aber diese Grundberührung kann dazu führen, dass sich die Verbindung von Kiel zum Unterwasserschiff, dass da was aufreißt, dass da die Nieten und die Bolzen sich ein bisschen verbiegen. Und das ist dann schwierig, denn da kann dann Wasser tatsächlich ins Boot eindringen. Man sollte in jedem Fall die Basis kontaktieren, damit die Bescheid wissen, gegebenenfalls dann auch das ein oder andere Bild schicken, damit die eben dann entscheiden können, ob hier was getan werden muss oder nicht. Ja, jetzt werdet ihr fragen, wie kann ich sowas verhindern? Logischerweise, indem man achtsam ist, indem man aufpasst. Aber es gibt noch ein, zwei andere Punkte, die man auch nicht vergessen sollte. Das erste ist mal, wenn ich während des Check-ins mir den Kartenplotter anschaue und mir die Tiefenangabe ansehe, dann bitte erstmal nachprüfen, wie ist diese Tiefenangabe eingestellt. Also wenn da steht 3 Meter, da muss ich wissen, sind diese 3 Meter unterm Kiel gemessen oder ist es die Wasseroberfläche, von wo aus bis zum Grund gemessen wird. Denn das ist natürlich entscheidend dafür, wie weit ich da irgendwo reinfahren kann oder nicht. Und das ist teilweise unterschiedlich eingestellt. Fragt auf jeden Fall den Base Manager, wie das ausschaut auf eurem Boot. Das zweite ist, ich muss auch mal schauen, wie ist denn mein Kartenplotter, wie genau ist mein Kartenplotter? Also zeigt er wirklich exakt meine Position an? Kann ich sehr gut nachprüfen, indem ich gleich im Hafen schon mal schaue, wo wird mein Schiff angezeigt. Bin ich wirklich am Steg oder bin ich irgendwie mehrere 10, 20 Meter irgendwo anders? Also das ist natürlich auch wichtig, weil ich mich ja während des Fahrens auch auf den Kartenplotter verlassen möchte und da dann aufgeschmissen wäre, wenn der was Falsches anzeigt. Der dritte und mit wichtigste Punkt ist ganz einfach, dass man vorsichtig in kleine Buchten oder Häfen reinfährt. Ich sehe immer mal wieder, ich weiß nicht, Angeber, Poser, weiß ich nicht, die fahren da mit einer Segelyacht mit Vollgas in so einen kleinen Hafen rein, um dann kurz vorher abzubremsen. Ist ein totaler Schwachsinn. Erstens mal ist es unangenehm für die dort liegen. Zweitens mal ist es auch einfach gefährlich, weil es doch immer mal wieder Untiefen geben kann, die man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Und wenn ich da mit einer gewissen Geschwindigkeit drauf rumse, dann ist der Schaden natürlich auch erheblich größer. Zusätzlich positioniere ich persönlich immer noch ein Crewmitglied vorne am Bug, der einfach wirklich schaut und mir Informationen darüber gibt, wie es direkt vor mir aussieht. Und wenn ich langsam und vorsichtig fahre, kann ich eben auch entsprechend reagieren, wenn er sagt, stopp, Achtung, hier wird es ein bisschen zu, also hier ist eine Untiefe, dann kann ich entsprechend, wie gesagt, darauf reagieren, weil bei diesen Tiefen kann man in den Gefilden, wo wir segeln, natürlich auch bis zum Grund schauen und das hilft natürlich auch sehr. Kommen wir zum zweiten Platz der Schäden. Ist auch blöd, wenn man über Platz 1 bis 4 spricht irgendwie. Die sollen ja keinen Preis kriegen, aber es ist einfach so. Ja, der zweite Platz ist die Toilette, die verstopfte Toilette. Kommt immer wieder vor, man mag es kaum glauben, wir alle wissen, dass wir auf die Toiletten bei den Segelyachten und bei den Motoryachten, dass wir in diese Toiletten wirklich nur das reingeben dürfen, was auch durch den Magen gegangen ist. So einfach kann man sich das merken. Und dazu gehört nicht das Klopapier. Und nein, dazu gehört auch nicht das sogenannte Camping-Klopapier, was sich wohl auflöst oder schneller auflöst. Denn auf einer Campingtoilette, einem Wohnmobil beispielsweise, da geht das Toilettenpapier direkt in den Fäkalientank, in diesen kleinen Tank. Und bei den Booten ist es so, dass, wie ihr wisst, das alles durch Schläuche geführt wird. Und wenn man hier selbst das Campingklo-Toilettenpapier nimmt und davon vielleicht ein bisschen zu viel, kann es zu einer Verstopfung kommen. Und glaubt mir, das will keiner von euch. Erstens mal ist es mit Kosten verbunden, weil die Basis muss es natürlich dann reinigen und auspumpen. Und zweitens, wenn einem das während des Turns passiert,
Ich will euch jetzt mit den Einzelheiten verschonen. Ich habe nämlich mal so einen Fall gehabt in meinen Anfängen, wo ich offensichtlich meiner Crew das nicht richtig vermittelt habe und jemand die Toilette verstopft hatte. Das ist eine Katastrophe, das wieder sauber zu bekommen, denn aufgrund dieser Verstopfung ist es dann wirklich alles bei Schräglage, ich sage jetzt mal, zu einem kleinen Desaster gekommen. Belassen wir es einfach mal dabei. Also hier wirklich drauf achten, die Crew einfach zu briefen, egal wie oft man schon beim Segeln war, einfach zu sagen, hey, pass auf, dieser kleine Mülleimer nebendran, der ist genau dafür da, dass das Klopapier und alle anderen Utensilien da drinnen verschwinden und bitte nicht in der Toilette, denn dort soll nur das rein, was auch wirklich durch den Magen gekommen ist. Gut, kommen wir zu Platz 1 und auch das ist mir ehrlicherweise nicht nur einmal passiert. Das ist die berühmte Mooringleine, die sich dann in der Schiffsschraube verfängt. Ja, ihr kennt das. Ihr wollt an den Steg fahren, seid total konzentriert, fahrt rückwärts ran und der Mariniero steht draußen am Steg und ja, auf einmal bleiben die Motoren stehen, weil eure Schraube sich mit der Mooringleine getroffen hat und diese Mooringleine in die Schraube verwickelt ist. Super unangenehm, weil ihr in dem Moment auch erstmal manövrierunfähig seid, weil sich da natürlich nichts mehr bewegt und ihr diese Situation irgendwo retten müsst. Warum passiert das überhaupt? Die erste Erklärung ist einfach die, dass der Skipper, wenn er an einen Steg fährt oder vom Steg rausfährt, sehr konzentriert ist, was das Fahren betrifft und sich selten mit der Person beschäftigt, die die Mooringleine in der Hand hat, eventuell damit wedelt, beziehungsweise überhaupt, dass er die Mooringleine sich anschaut. Gerade bei einem Katamaran auch schwierig. Ich habe 2 Motoren, ich bin auf der einen Seite, die andere Seite habe ich es gar nicht so richtig unter Kontrolle. Hier ist es wichtig, dass man die Person, die auf dem Schiff ist und die Mooringleine beispielsweise entgegennimmt, auch entsprechend brieft, dass die auch Bescheid weiß. Was wir nicht brauchen, ist eine Mooringleine an der Oberfläche, während ich erst noch in die Lücke reinfahre. Oft machen die Marineros diesen großen Fehler und ziehen die komplett nach oben, wenn man überhaupt noch gar nicht richtig rangefahren ist. Die sollte im besten Fall natürlich erstmal unten sein und man fährt entsprechend rein und dann erst wird die Mooringleine, wenn die Schraube steht, rausgezogen, sodass dann vorne das Crewmitglied die Mooringleine nehmen und belegen kann und man sich dann entsprechend positioniert. Also erst über die Heckleinen festmachen und dann erst die Mooringleine fixieren, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Sowas lernt man auf jeden Fall auch bei den, wie ich am Anfang schon gesagt habe, bei den Skipper-Trainings. Und das ist wirklich eine Geschichte, die, man muss da vorsichtig sein, weil wenn sich eine Mooringleine in einem Propeller verfangen hat, dann kann das ein ganz kleines Problem nur sein, das man schnell lösen kann, indem man mit Schnorchel und Brille runtertaucht und es wieder abwickelt. Oft ist es aber so, dass das so fest verzurrt ist, dass man das nur noch mit dem Messer losschneiden kann. Und wenn es ganz, ganz dumm läuft, dann kann dieses Problem wirklich auch schon dazu führen, dass man einen größeren Schaden verursacht hat, sodass dann durch diesen Zwischenraum von der Schraube, wo dann die Leine sich reingefressen hat, dass es so beschädigt ist, dass da Wasser eintreten kann. Und das könnte im dümmsten Fall dann wirklich zu einem Motorschaden führen und das Boot wäre dann nicht mehr zu fahren. Das heißt, auch in solchen Situationen, wenn ihr merkt, dass es richtig stark reingefressen und ihr bekommt es nur mit einem Messer mit Mühe und Not los oder es muss ein Taucher kommen, da muss natürlich auch dann die Basis informiert sein, in jedem Fall informiert sein, damit sie das nochmal checken kann und sicherstellen kann, dass es hier nicht zu einem noch größeren Problem gekommen ist. Ja, das waren meine 4 häufigsten Schäden im Zuge einer Charter. Natürlich gibt es dann noch auch andere Dinge. Einen habe ich jetzt gar nicht genannt. Ich meine, das sind natürlich so die Kleinigkeiten. Damit meine ich, wenn man Sachen verliert. Ich sage immer, Mensch, ne, wir müssen alle wissen, wie man einen Knoten macht. Also die Dinghies werden verloren, Fender werden verloren und meistens hängt es einfach daran, dass man nicht einen richtigen Knoten dran gemacht hat, dass Dinge mal auf dem Schiff kaputt gehen oder mal Gabeln verloren werden oder Gläser kaputt gehen und sowas ist, denke ich mal, jetzt nicht so der Rede wert. Passiert einfach. Und aber auch die anderen Dinge, die ich angesprochen habe, wird der eine oder andere von euch mit Sicherheit schon erlebt haben. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin da immer interessiert daran, wenn wir hier so ein bisschen Wissen miteinander teilen können. All die anderen, die sich diese Videos anschauen, die profitieren auch mit davon. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über einen Like und wie am Anfang bereits gesagt, über ein Abo des Kanals. In diesem Sinne, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.